Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop und freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Review. Und es geht wieder um Pomaden, und zwar die Pomaden von Hole Up. Hier im Hintergrund seht ihr auch noch, wir haben noch einen Grooming Tonic, aber das zeigen wir euch in einem anderen Video. Hole Up ist ganz neu bei uns. Das wurde entwickelt von Barbieren aus Portugal, werden aber hergestellt in Kalifornien. Also haben auch diesen sehr modernen, quietschigen Stil, sage ich jetzt mal. Und was das Besondere bei denen ist, sind nicht nur fantastische Dosen, auch die anderen Dosen. Also die sehen wirklich, wirklich großartig aus und sind vor allem auch feste Dosen, mit denen man was anfangen kann. Das Besondere bei denen ist, dass alle Produkte von denen auch mit Hanföl kommen. Also es steht schon vorne drauf, Hemp Seed Oil, also alle mit sehr pflegendem Hanfsamenöl, was eben mal was Neues ist oder bei denen auf jeden Fall das herausstechende Merkmal ist. Daher auch die Hanfpflanze oder das Hanfblatt vorne dran. An den Dosen sieht man auch ganz leicht am Rand, das werdet ihr im Video wahrscheinlich nicht sehen, die chemische Aufschlüsselung, sozusagen das Zeichen für Hanf. Das sieht man wahrscheinlich im Video eher weniger, aber es ist auf jeden Fall mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine starke, wasserbasierte Pomade. Von daher also es sieht halt aus wie jede wasserbasierte, blöd gesagt. Das ist einfach eine klare, etwas dunkelgelbe, gelartige Masse. Und das Besondere bei dem ist auch der Duft. Also da haben sie sich an diesem Hanföl auch orientiert. Es hat einen Hanfgeruch sozusagen. Also es ist nicht ganz so penetrant, wie wenn man jetzt wirklich jemanden hat, der Hanf oder Gras raucht. Es ist eher dieses sehr würzig herbe, eher so frisch kräutrige sozusagen. Also es ist jetzt nicht, dass man, wenn man das in den Haaren hat und dann durch die U-Bahn läuft und dann denkt jeder, der hat was geraucht, sondern das ist eher ein eher frischer, grüner, würziger, kräuteriger Duft. Also es ist wirklich angenehm und auch nicht zu süßlich, nicht zu stark. Hat so eine leicht rauchige Note, aber ich glaube, das ist eher dieses rauchig-würzige, einfach von diesen Kräutern sozusagen. Und wie man sieht, wir haben es schon ein paar Mal ausprobiert. Das konnten wir uns nicht nehmen lassen. Und es geht ganz easy aus der Dose raus. Das ist gar kein Problem. Meine Haare sind noch leicht feucht, wie man vielleicht sieht, aber es ist nichts drin. Die sind frisch gewaschen, kein Restprodukt in den Haaren. Und ich nehme einfach eine Fingerspitze voll und man sieht vielleicht, das geht wunderbar, das lässt sich wunderbar verteilen. Ist auf jeden Fall eine Firm Hold oder feste, wasserbasierte Pomade. Und man sieht es vielleicht, es zieht nicht ganz so Fäden, aber es klebt schon ganz gut in den Händen, lässt sich super verteilen. Und hier ist auch der Duft sehr dezent, also es ist keine arge Duftbombe, dass man jetzt den Duft hinter sich herzieht, sondern es ist sehr dezent, angenehm. Jetzt beim Verteilen riecht man es doch selber ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts stechend beißendes, sondern das ist wirklich ein angenehmer Duft. Und es lässt sich easy im Haar verteilen, das ist gar kein Thema. Aber man merkt, die zieht schon langsam an, obwohl die Haare feucht sind. Ist aber eben auch eine feste, wasserbasierte Pomade, die ziehen ja allgemein ein bisschen schneller an. Und jetzt nehme ich für den Anfang, um es leichter zu verteilen, eine Bürste her. Eine etwas gröbere Bürste von Uppercut. Und theoretisch würde das jetzt so schon auch funktionieren, dass ich das so tatsächlich lasse. Ein bisschen etwas nicht ganz so angelegter oder nicht ganz so feiner Stil, sondern ein bisschen gröber. Die Kammlinien sind oder die Bürstenlinien sind ein bisschen gröber. Würde so natürlich auch schon funktionieren. Der Glanz ist da. Das ist wunderbar bei der. Und wenn ich das jetzt nochmal mit dem Kamm durchgehe, funktioniert da auch ein wunderbarer Slickback mit. Das ist gar kein Thema. Und dadurch, dass sie eben Firm Hold ist, hält sie auch wunderbar den ganzen Tag. Die zieht jetzt natürlich an. Wird ein bisschen weniger glänzend, also nicht komplett matt natürlich, aber sie glänzt ein bisschen weniger, hat einen ganz dezenten Glanz. Aktuell
glänzt sie relativ stark, aber es liegt einfach daran, dass meine Haare noch feucht sind. Und dann versuche ich mal ein bisschen in die Höhe zu gehen und ich merke jetzt schon so langsam, nach diesen paar Minuten, es fängt schon langsam an, Griffigkeit reinzukriegen oder Festigkeit reinzukriegen. Also ich würde euch definitiv empfehlen, die in wenigstens leicht feuchtem Haar anzuwenden, weil die doch dann schon recht schnell anziehen wird, wenn ihr sie in komplett trockenem Haar anwendet. Dann habt ihr nicht sehr viel Zeit zu stylen. Außer natürlich, ihr wollt eher ein bisschen lockereren Look haben und vor allem matteren Look haben, weil je trockener die Haare, desto matter ist das Endergebnis. Auch wenn sie natürlich trocknet, aber insgesamt wird es einfach trotzdem matter, wenn die Haare trockener sind und ein bisschen glänzender, wenn die Haare feucht sind. Aber man sieht es vielleicht, es gibt doch ganz schön Halt eigentlich. Reicht auf jeden Fall aus, um hier, wenn wir so ein bisschen spielen, in die Höhe zu gehen. Also so wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Stil, aber einfach nur um zu zeigen, dass das funktioniert. Man kann mit der doch schon schön hochgehen und wie ihr seht, man hat einfach auch auf jeden Fall genug Zeit zu stylen. Also sie wird schon schnell fest im Verhältnis zu mittelfesten, wasserbasierten Pomaden oder im Allgemeinen im Verhältnis zu natürlich ölbasierten Pomaden, da habt ihr den ganzen Tag Zeit. Aber ihr habt trotzdem auf jeden Fall genug Zeit, um sie in Ruhe zu stylen. Und man sieht, das geht eigentlich ganz gut. Ich könnte hier noch ein bisschen länger dran rumfeilen, aber das wollen wir natürlich auch nicht das Video ewig in die Länge ziehen. Gibt genug Halt, zieht jetzt in den nächsten paar Minuten dann an und dann habt ihr eben den ganzen Tag wirklich guten Halt, dass es reicht. Typisch wasserbasierte Pomade. Ihr könnt sie am Abend einfach nur mit Wasser wieder auswaschen. Ihr braucht nicht mal Shampoo dazu. Und die Haare fühlen sich danach, dadurch, dass eben Hanfsamenöl drin ist, aber auch verschiedene andere Öle drin sind, einfach schön weich an, schön fluffig an und nicht trocken. Das ist das Schöne bei der. Ansonsten, wenn ihr natürlich durch den Regen läuft, dann ist es vorbei. Auch mit der Frisur, das hält sie natürlich nicht aus. Aber gut, irgendwo muss man ja Abstriche machen. Aber generell kann ich allen, die wasserbasierte Pomaden mögen, die auf jeden Fall ans Herz legen. Das ist auf jeden Fall mal was Neues, auch vor allem wegen des Dufts. Für alle diejenigen, die diese holzigen Düfte nicht mögen, die sportlichen Düfte nicht mögen, denen die fruchtigen Düfte einfach zu fruchtig sind, da ist das einfach mal eine schöne Alternative, dass ihr eben was Kräuteriges, Würziges habt, was nicht zu holzig ist, was nicht zu süßlich ist, was nicht zu schwer ist. Das ist einfach mal eine schöne, würzige Pomade, die aber nicht zu würzig ist und trotzdem frisch ist für den Sommer oder fürs ganze Jahr. Das ist die Hold Up Firm Hold, die grüne mit Hanfsamenöl, steht noch ganz fett oben dran. Kann ich euch nur empfehlen, macht wirklich Spaß, mit der zu arbeiten. Und falls ihr dazu Fragen habt zu den Hold Up Pomaden, zu allgemein wasserbasierten, zu ölbasierten Pomaden oder einfach zum Haarstyling, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das Video liked, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr es teilt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review. Servus!